Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal Recars. Da waren wir schon etwas länger inaktiv. Warum, weshalb, warum ist eigentlich egal. Und heute geht es einmal, wie man im Titel lesen kann, um den BMW E21. Ich habe mir überlegt, Oldtimer wäre auch mal nicht schlecht, Youngtimer, alles querbeet könnte man doch hier auf den Kanal mit reinnehmen. Deswegen schreibt bitte unten in die Kommentare, welche Oldtimer euch noch interessieren würden. Ja, der war bei uns. Wir haben hier ein paar Kleinigkeiten gemacht. Und da gehe ich drauf ein, wenn wir dann um das Auto herumgehen und alles Mögliche erzählen. Das meiste habe ich rausrecherchiert, weil ich kenne das Auto nicht, was meine Erfahrung dazu sein kann. Deswegen vieles recherchiert, zusammengesucht, damit wir hier auf dem Kanal, hier auf dem Video eine sehr, sehr gute Aufstellung haben, wenn sich jemand so ein Fahrzeug zulegen will oder sich allgemein einfach nur erfahren oder sich schlau machen möchte über dieses Fahrzeug. Dann will ich versuchen, mit dem Video alles, was ich zusammengesammelt habe, wie so ein Referat quasi euch vortragen. Und wir haben auch noch das Original die Betriebsanleitung dabei. Ich werde hin und wieder mal so ein paar Ausschnitte reinmachen und ganz am Ende des Videos werde ich mal das, was so interessant ist, mal quasi auslaufen lassen. Das bedeutet, guckt wirklich bis zum Ende durch oder wenn ihr halt sehen möchtet, was in der Betriebsanleitung drin ist, zum Ende skippen und dort könnt ihr euch dann die ein oder andere Seite reinziehen. Ansonsten alles andere werde ich euch mal so screenshotten und mit ins Video reinarbeiten. Ja, worum geht es? Welches Fahrzeug haben wir hier stehen? Wir haben hier den BMW E21, Baujahr 1979 haben wir und Benzinmotor, Oldtimer, 318i, 77 kW. Das ist der, den wir hier jetzt haben. Und allgemein werden wir jetzt auch allgemein über diese Fahrzeuge sprechen oder Motorisierungen, alles mögliche querbeet mit reinnehmen. Und allgemein ist das der allererste Dreier BMW, der quasi die Dreier-Serie eröffnet hat. Der allererste Dreier BMW. Und der BMW E21 wurde gebaut von 1975 bis 1983. Da wurde das Fahrzeug, das war quasi die Produktionszeit von diesem Fahrzeug. Das heißt, das ist quasi einer der letzten produzierten Fahrzeuge, die rauskamen. Die gibt es auch nur als Zweitürer, also Zweitürer Limousine. Und folgende Maßstäbe hat das Fahrzeug. Das Fahrzeug ist 4355 mm lang, 1610 mm breit, wo man darauf achten müsste, es gibt die Variante mit 2 Außenspiegeln und mit einem Außenspiegel. Die Höhe ist 1380 mm hoch und der Radstand beträgt 2563. Da blenden wir auch mal das Bild ein, was hier drin ist. Gewicht 1010 bis 1180 Kilogramm. Sehr wahrscheinlich, je nachdem, welche Motorisierung mit drin war. Und welche Modelle gab es denn? Es gab den 315, 316, 318, 318i, 320, 320i, 323i und wir werden das Ganze mal auch einblenden. Ich denke mal von Wikipedia oder wir haben hier auch eine Auflistung davon und auch, dann stehen auch jeweils die Motorisierungen, weil der 315 zum Beispiel, der wurde ab 1981 zum Beispiel nur gebaut. Das bedeutet, manche Modelle wurden einfach in anderen Baujahren gebaut. Deswegen wichtig, von 1975 bis 1979, manche Modelle haben schon früher aufgehört, manche gingen weiter. Ihr könnt das hier alles von diesem Bild entnehmen. Und die Motoren, die hier drin sind, in dem E21, sind nur Benziner. Es gibt keine Dieselmotoren. Wofür steht denn das I? Das I steht für Saugrohreinspritzung. Und die Fahrzeuge, die Modelle, die ohne I sind
haben einen Vergaser drin. Dann gab es welche mit Servolenkung, ohne Servolenkung, je nach Aufpreis, mit Klimaanlage, ohne Klimaanlage gab es da schon. Auf Wunsch gab es auch ein Automatikgetriebe von ZF, ein Dreigang-Automatikgetriebe, das ist hier auch übrigens verbaut. Und das Modell 320 kam immer mit Doppelscheinwerfern. Das hier ist ja ein 318, der hat keine doppelte Scheinwerfer, aber die Modelle ab 320, das heißt 320, 320i, 323i, kamen mit Doppelscheinwerfern. Es gab auch folgende Motoren: 1,6er, 1,6, 1,8, 2 Liter und 2,3 Liter. Es gab 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Motoren. Der 6-Zylinder kam übrigens ab Baujahr 1977. Es gab auch ein Exportmodell, also ein separates Modell, das hieß Bavaria 318i. Das, wenn ihr dieses Modell irgendwo seht, das ist ein 315er. Wir kommen noch darauf zu sprechen, warum 315er, sage ich mal, etwas weniger wert ist oder etwas besonderer ist. Der 315er, der Bavaria 318, das ist dieses Bavaria steht dafür, dass es ein 315er ist, ein 315er Modell, nur mit einem 318i Motor. So, der 315er wurde ja übrigens 1981 hat man den angefangen zu bauen. Und beim 315er, da wurden Einsparungen, da hat man ein paar Sachen gespart. Warum? Wahrscheinlich hat man versucht, es noch günstiger zu halten, dass sich eventuell mehr dieses Fahrzeug leisten konnten. Woran wurde hauptsächlich gespart? Und zwar die Chromleisten hier waren schwarz-matt. Die Scheinwerferfassung, auch wenn es nur ein Scheinwerfer ist, die Scheinwerferfassung, da konnte man diese Mopedlampe, diese typische Mopedlampe reinmachen, wo Fernlicht und Abblendlicht gleichzeitig drin war. Dann die Kartentaschen, das bedeutet, wenn ihr die Türverkleidung aufmacht, da ist ja so ein kleines Fach, wo man so eine Karte reinpacken kann, weil man ja damals nicht mit Navi gefahren ist, sondern mit Karte. Keine Kartentaschen zum Beispiel. Und die Hutablage war nicht mehr mit Teppich bezogen. Da könnt ihr sehr gut darauf achten, ob das, sage ich mal, ein günstiges Modell ist oder nicht, wenn die Hutablage nicht aus dem Teppich ist. Ja, das ist schon mal grob, sage ich mal, das Vorwort zu diesem Modell, zu den Modellen, zu den Motoren grob. Wir werden aber auch gleich, ich denke mal, wir fangen mit der Front an. Welche Änderungen gab es denn? Denn es gab Facelift, das, was wir halt so kennen, Modellpflege, Mopf, Facelift, Vor-Facelift, da gab es Unterschiede. Und zwar 1978 gab es eine Änderung, dass das Chromtypenschild keinen schwarzen Hintergrund mehr hatte. Das müssen wir alles einblenden, das müssen wir auch alles raussuchen. So, und 1979 begann die Modellpflege, was wir quasi kennen unter Facelift, Mopf. Und da fangen wir mal mit der Front an. So, hauptsächlich erkennt ihr ein Facelift daran, dass der Spoiler hier, die Lippe, das Ganze hier verändert wurde. Und zwar habt ihr hier zwei Streifen. Bei dem Vor-Facelift, das blenden wir mal ein, wenn wir dazu was finden und verwenden dürfen, dann geht quasi nur eine Linie, eine große Linie durch. Ich glaube, das ist sogar durchgehend. Und der Spoiler ist nicht so breit. Das ist ein sehr, sehr großes Indiz für Facelift oder quasi für die Modellpflege. Das ist, woran man das erkennen kann. Ein Teil davon. Wir machen hier jetzt auch mal die Motorhaube auf, denn die geht auch etwas anders auf. Und zwar, sie wird nach vorne geklappt. So, hier können wir in den Motorraum reingucken und das ist ja dann der 1,8er, also 1,8 Liter Hubraum. Und hier ist eine Veränderung, die kann man jetzt etwas schlecht sehen, weil das hier gerade
alles abdunkelt. Aber der Kühler wurde weiter nach vorne verschoben und ist quasi an der Frontmaske festgeschraubt, damit hier der Lüfter riemenangetrieben ist. Und der Vor-Facelift ist ein Elektrolüfter. Warum die das geändert haben, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Könnt ihr sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Das ist aber ein sehr, sehr großes Feature gewesen, damit der mehr Platz hat für den größeren Motor. Und wir haben halt hier den 318i. Wir sehen, hier ist kein Vergaser mehr. Hier ist eine Einspritzung verbaut. Ja, so sieht das Ganze im Motorraum aus. Ja, so wird das Ganze dann auch geschlossen. An der Seite gibt es die Veränderung, dass halt Kunststoffspiegel verbaut wurden. Das ist auch ein sehr großes, gravierendes Indiz, woran man erkennen kann, Facelift, Vor-Facelift. Facelift, Vor-Facelift, genau. Weil die Vor-Facelifter hatten auch Chrom-Außenspiegel, die aus der Tür rauskamen. Hier haben wir Kunststoffspiegel und das ist auch eine Veränderung. Und bei dem 315er ist ja wie gesagt bei dem Bavaria-Modell, wie hieß der? Bavaria-Modell, da ist es halt so, diese Chromleiste hier oben, die existiert bei jedem, egal bei welchem Modell, die hier, aber die im Fenster, die ist komplett schwarz. Wir versuchen da mal Bilder einzublenden. Ansonsten wurde an der Seite nicht mehr viel verändert und die Spiegel kamen dann halt schon aus dem Spiegeldreieck raus. So sieht das Ganze dann von außen aus. Dann gibt es noch eine Änderung am Heck. Ja, so sieht dann einmal das Heck aus. Und wie gesagt, eine sehr große Änderung 1978 ist, dass hier kein schwarzer Hintergrund quasi ist. Und Kofferraum, genau, Nebelscheinwerfer wurden hier umgeändert. Die Nebelscheinwerfer wurden in die Rückleuchte integriert. Bei dem Vor-Facelift sieht man hier, dass das definitiv für Nebellicht ist. Kofferraum müssen wir einmal aufmachen. Hier könnt ihr dann einmal die Hutablage auch sehen, dass die halt mit Teppich bezogen ist. Kofferraum. Hier liegt noch so eine Abdeckfolie quasi drin, aber so sieht das Ganze dann einmal aus. Hier ist eine separate extra Wanne dafür. 404 Liter und die Rückleuchten sind zweigeteilt. Sehr, sehr oft passiert es, wie hier in dem Fall das auch war. Die Rückleuchten haben wir die Dichtungen neu gemacht, weil Wasser reingelaufen ist. Das Ganze ist hier irgendwo mit Silikon und Dichtmasse, was da alles zwischen war. Und das Gute ist, für dieses Modell bekommt man noch die Ersatzteile. Das ist das Schöne, man hat die Dichtungen hier neu bekommen, man hat die Embleme neu bekommen. Gibt es hier noch was zu sagen? Nein. Ganz wichtig, diese Chromleisten hat man auch neu bekommen. Konnte man alles austauschen, die waren nämlich sehr, sehr stark ausgeblichen. Und das ist quasi nicht Plexiglas, Kunststoff, wo quasi so eine Folie drin ist. Das ist jetzt nicht einfach nur, das ist keine Chromleiste. Und falls ihr dieses Problem habt, die bekommt man auch. Tank, 56 Liter Tank haben die Modelle. Wie gesagt, Benzin. Da gibt es wenig, was noch fehlt. Chrom, er ist überall mit Chrom bedeckt. Überall, wo man hingucken kann, ist sehr, sehr viel Chrom. Bei den älteren Oldtimern ist es ja immer so, dass die mit sehr viel Chrom gearbeitet haben. Und das Chrom konnte man hier noch sehr, sehr gut aufarbeiten. Die Innenausstattung, hier sehen wir übrigens diese Türtaschen. Die gab es dann quasi bei dem 315er nicht mehr. Ne, bei dem 315 allgemein. Bei dem 315 allgemein wurde ja dran gespart an diesen Türtaschen. Und ansonsten ist die Innenausstattung relativ gleich. Bis 1980 gab es nur eine Innenraum-Variante. Die Farben haben sich wahrscheinlich gewechselt, aber der Innenraum sah relativ gleich aus. So, ab 1981 erhielt der Sechszylinder hochwertigeres Polster und Türverkleidungen. Ich hoffe, wir finden Bilder dazu, dann blenden wir das sehr, sehr gerne ein. Und alle Modelle ab 320 haben statt der Uhr, da ist eine Uhr, sehen wir gleich im Tacho, die haben ein Drehzahlmesser. Hier in dem Fall haben wir eine Uhr dran.
So, bei dem Facelift haben wir eine geänderte Mittelkonsole. Wir versuchen Bilder einzublenden. Die Mittelkonsole ist geändert worden. Wir haben hier einen dicken Warnblinker, den wir übrigens auch ausgetauscht haben, hat man noch original bekommen. Und das Bedienfeld für die Heizung wurde umgeändert. Das sind so die Anzeichen, die es hier drin gibt. Wir filmen das Ganze so ein bisschen mit. So sieht das Ganze dann von innen aus. Und hier sehen wir dann quasi im Tacho rechts, das ist kein Drehzahlmesser, das ist nämlich eine Uhr. Hier sehen wir einmal Automatik und dann halt das Bedienfeld. Der Warnblinker. Ja, so sieht das Fahrzeug von unten aus. Ölwanne, noch keine Verkleidungen, nichts. Auch mal ein bisschen Öl. So ist das. Das Fahrzeug hat, glaube ich, der hat keine Servolenkung. Aber alles hier, Einzelradaufhängungen schon. Hier können wir jetzt auch den Keilriemen sehen, wo er den Lüfter mit antreibt. Auspuff, ein Auspuff. Bei dem 323i, da gibt es dann schon 2 Auspuffendrohre. Automatik. So sieht das einmal aus. Wir kommen auch gleich einmal zum Service. Scheibenbremsen vorne. Gucken wir uns mal die Hinterachse an. Wie wir sehen, Heckantrieb und hier auch keine starre Achse, sondern alles Einzelradaufhängung. Und hinten haben wir Trommelbremsen. Hier der Tank. Ja, so sieht das Ganze von unten aus. Ja Leute, kommen wir zur Wartung und Pflege. Natürlich pflegt man und wartet man die Fahrzeuge, wenn man so ein Fahrzeug jetzt hat, anders, als so wie es früher war. Und kommen wir einfach mal dazu, Wartungsintervalle. Im Prinzip ist der Wartungsintervall hier, alle 15.000 einmal alles neu machen. Ich blende euch mal so ein paar Bilder ein, was man da auch noch so alles machen konnte. Das Fahrzeug hat übrigens 30.000 runter. Und damals war es halt so, oder ist es ja jetzt auch noch bei neueren Fahrzeugen, dass man nach 2000 Kilometern quasi der Einfahrservice oder Einfahrkontrolle, da musste man noch so ein paar Sachen machen, aber das sprengt jetzt echt den Rahmen, wenn ich hier jetzt alles aufliste, aufzähle, was da gemacht werden soll. Dann kommt BMW-Inspektion alle 15.000. Dann macht man schon Zündkerzen neu, Motoröl und Ölfilter im betriebswarmen Zustand wechseln, Getriebeölstand prüfen, nachfüllen. Also hier ist sehr, sehr viel, ich glaube sogar 2 Seiten, was man danach machen soll. Dann Inspektion 2, alle 15.000, beginnend bei 30.000 Kilometer Stand. Da ist schon ein bisschen weniger, was man machen soll, aber alle 15.000 soll man im Prinzip alles Mögliche hier machen. Sogar Ventilspiel prüfen. Das konnte man ja bei den Fahrzeugen prüfen und nachstellen. Das sollte man alles machen. Ja. Deswegen schreibt bitte alles unten in die Kommentare. Wir blenden euch das meiste ein, was man einblenden kann. Und schreibt mal bitte unten in die Kommentare, was ihr tippt, was für einen Wert dieses Fahrzeug oder solche Fahrzeuge haben. Es gibt natürlich Sondermodelle, die Alpina-Modelle. Das könnt ihr natürlich auch alles unten in die Kommentare schreiben. Und ich glaube, bei Wikipedia gibt es eine Auflistung von den Neupreis damals in D-Mark noch, wie teuer die Fahrzeuge damals waren. Ihr könnt ja unten in die Kommentare mal schreiben, was die Fahrzeuge heute wert sind. Und wir versuchen halt alles Mögliche aufzulisten, damit, wenn sich jemand so ein Fahrzeug als Wertanlage eventuell zulegen möchte, hier in dem Video die besten Infos bekommt über das Fahrzeug. Ihr könnt alles unten in die Kommentare darüber schreiben. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe nicht. Und ich würde sagen, ach so, ganz wichtig, schreibt natürlich auch rein, was wir videotechnisch verbessern können.
Und zwar, welche Ecken, welche Positionen wollt ihr mehr sehen, welche weniger sehen. Und ja, das wäre auch natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!